Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute dreht sich alles ums Diffusen. Ich zeige dir heute 3 verschiedene Arten, wie du diffusen kannst. Übrigens, ich habe eine neue Lieblingstechnik. Es ist eigentlich echt unfassbar. Es brauchte dieses Video, dass ich mich endlich mal mit wirklich allen 3 Methoden beschäftige. Ja gut, hätte ich vielleicht mal früher machen sollen, dieses Video. Hätte ich früher tun sollen. Bevor ich euch aber meine neue Lieblingstechnik zeige, werde ich euch jetzt die 2 gängigsten Methoden zeigen. Und wir fangen an mit dem Pixie-Diffusen. Das Pixie-Diffusen hat einige Vorteile und einige Nachteile. Es ist so, dadurch, dass man die Haare direkt in den Cup legt, geht der Luftstrom direkt an die Haare ran. Was bedeutet, man bekommt leichter Friss. Also ich merke das zugegebenermaßen auch, das hat mich aber, muss ich jetzt auch dazu sagen, bisher trotzdem nie abgehalten davon, aber ich merke schon sehr deutlich, dass ich gerade hier so am Oberkopf immer wieder Friss bekomme und so die Haare einfach so ein bisschen wegstehen. Das ist tatsächlich deswegen, weil die Haare direkt in diesem Diffusor-Cup liegen und eben der Luftstrom direkt dran vorbeikommt. Eben das hat aber auch Vorteile. Ein Vorteil ist, dass die Trocknungszeit ein bisschen kürzer ist als bei den anderen Methoden. Ein weiterer Vorteil ist dadurch, dass die Locken so richtig schön eng in diesem Diffusor-Cup liegen, aktivieren sich die Locken auch nochmal schöner. Die Methode an sich ist total einfach. Ich erwähne noch kurz, ich mache es immer so, wenn ich mir meine Produkte aufgetragen habe, wettploppe ich normalerweise. Deswegen sieht man jetzt hier auch noch kurz die Badekappe. Ich wettploppe und ich mikroploppe danach. Wenn dich das Thema Ploppen interessiert, werde ich dir hier jetzt gleich noch das Video verlinken, das ich schon darüber gemacht habe. Dieses Mal werde ich nur wettploppen und nicht mikroploppen, denn ich werde jetzt hier gleich alle 3 Methoden hintereinander machen und möchte nicht, dass meine Haare zu schnell zu stark trocknen. Du nimmst dir einfach einen kleinen Teil deiner Haare und legst die vorsichtig hier in diesen Diffusor-Cup rein. Wichtig dabei ist, keinen zu großen Teil zu nehmen, denn wenn du deine Haare noch so links und rechts ein bisschen reinstecken musst, damit sie wirklich komplett in diesen Diffusor-Cup passen, ist es zu viel. Denk daran. Wenn du deine Haare trocknest, trocknen deine Haare genau so, wie sie gerade eben liegen. Sprich, wenn du die da irgendwie so ein bisschen schief und krumm reinstopfst, kommt danach auch ein schiefes und krummes Lockenbündel raus. Deswegen wirklich eher kleine Partien, ab in den Diffusor-Cup damit, den Diffusor-Cup an die Kopfhaut halten und jetzt erst anschalten. Wichtig ist dabei wirklich, macht den Luftstrom nicht zu stark und passt auf, dass ihr nicht zu heiß diffust. Ihr seid ja wirklich auch mit dem Haar direkt an dem Diffusor dran. Also wirklich geringen Luftstrom, um den Friss zu minimieren. Dann kann das auch ganz gut funktionieren. Wenn ihr diese eine Partie diffust habt, schaltet ihr den Diffusor aus. Wirklich, es ist wichtig, schaltet ihn zwischendrin aus. Denn wenn ihr ihn nicht ausschaltet, kriegt ihr auch in den Längen wahnsinnig viel Friss. Also ausschalten, die Partie auslassen, sich wieder eine neue Partie nehmen, diese Partie wieder in den Diffusor-Cup vorsichtig reinlegen, hochgeben zum Kopf, wieder anschalten. Wieder diffusen für vielleicht 10, 20, 30 Sekunden würde ich jetzt sagen und wieder gehen lassen. Ausschalten, wieder die Partie aus dem Diffusor-Cup gehen lassen und so durch den ganzen Kopf, um den ganzen Kopf rumgehen. Es ist so, ihr könnt es kopfüber diffusen, also ich mache es meistens kopfüber. Ihr könnt es aber auch genauso gut aufrecht stehend benutzen. Also diese Technik funktioniert mit beiden ganz wunderbar. Könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Aufrecht funktioniert es genauso. Der Vorteil ist vom aufrecht diffusen, dass dadurch alles nochmal ein bisschen harmonischer wirkt, weil natürlich die Lockenbündel jetzt nicht hier irgendwie wild in der Gegend rumfallen können. Immer wenn man Upside Down stylt, also sprich kopfüber nach vorne, kann es passieren, dass die Lockenbündel einfach ein bisschen wirr gerade am Hinterkopf, also der Hinterkopf ist immer so mein Spezialthema, da kann das schon mal ein bisschen wirr werden, das Ganze. Die zweite Technik, die ich dir heute zeigen möchte, ist das Hovern oder Hover-Diffusen. Die Technik an sich ist ziemlich simpel. Man fährt einfach mit dem Föhn, mit dem Diffuseraufsatz und das ist wichtig, mit dem Diffuseraufsatz einfach mit einem gewissen Abstand, so ich würde sagen ungefähr 15 cm, um den Kopf rum. Das heißt, man berührt die Haare
nicht. Das ist ganz wichtig dabei. Man berührt die Haare nicht und das ist tatsächlich auch ein Vorteil dieser Technik. Dadurch, dass man die Haare nicht direkt berührt und der Luftstrom nicht direkt an den Haaren ist, hat man deutlich weniger Friss. Ein Nachteil ist, dass es halt wirklich lange dauert. Wenn man wirklich seine kompletten Haare auf die Art und Weise trocknen will, dauert es schon lang. Ein Vorteil könnte man auch sagen, ist, dass man dadurch wirklich starke Arme bekommt, denn diesen Diffusor muss man, also den Föhn samt Diffuseraufsatz, muss man ja erstmal halten können. Deswegen kombinieren ganz viele das Hover-Diffusen am Ansatz mit späterem Pixie-Diffusen in den Längen. Das Pixie-Diffusen geht schneller, ist auch einfach besser zu halten und angenehmer. Und das Hovern sorgt einfach dafür, dass man deutlich weniger Friss hat. Man kann kopfüber hovern oder auch aufrecht stehen. Das ist völlig egal, funktioniert beide Male total gleich. Extra Tipp von mir, wenn du die Definition vom aufrechtstehenden Diffusen bevorzugst, aber trotzdem gerne ein bisschen Volumen möchtest, habe ich hier einen super Tipp. Und zwar schnapp dir irgendeine Art von Stielkamm oder sonst was in der Richtung, irgendwas, was so ein bisschen eine Spitze hat. Dann kannst du nämlich super gut hovern mit der einen Hand und mit der anderen Hand einfach nur hier vorsichtig, bitte vorsichtig, die Lockenbündel hier so ein bisschen hochlupfen, während du hoverst. Das funktioniert tatsächlich gut und sorgt einfach für ein bisschen Volumen. Also ich würde jetzt nicht hier irgendwie so schräg irgendwie in der Gegend reingehen, sondern wirklich nur hier. Funktioniert halt bei Wavies besonders gut, weil da hängt ja hier erstmal am Ansatz alles runter. Aber das gibt tatsächlich so ein bisschen Volumen. Die dritte Technik und ich glaube wirklich meine neue Lieblingstechnik ist das Hammock-Diffusen. Ich habe mich damit ja bisher nie so wirklich beschäftigt. Die ist irgendwie immer so ein bisschen aus meinem Sichtfeld verschwunden gewesen. Ich habe da nie so wirklich dran gedacht. Jetzt habe ich mich mal damit auseinandergesetzt und was soll ich sagen? Es ist unglaublich. Die Technik ist eigentlich total einfach. Man nimmt sich wieder einen glatten Stoff. Das kann ein T-Shirt sein, das kann ein T-Shirt-Handtuch sein. Es ist völlig egal. Wichtig ist, der Stoff muss glatt sein, wie immer, denn kein glatter Stoff bedeutet Friss. Man nimmt sich einen glatten Stoff, legt vorsichtig seine Haare darauf ab. Und da sind wir wieder beim Punkt vorsichtig. Denk dran, deine Haare trocknen genau so, wie du sie da hinlegst. Sprich, liegen die da irgendwie wirr, kreuz und quer mit irgendwelchen Knicken und sonst was, trocknen sie auch genauso. Und das ist, finde ich, jetzt so ein großer Vorteil der Hammock-Methode. Ich sehe sehr genau, wie meine Haare trocknen und kann da irgendwelche kleinen Strähnchen, die da irgendwie in eine falsche Richtung gehen, kann ich super schön nochmal hinrichten. Ein weiterer Vorteil der Technik ist übrigens auch, dass dadurch, dass der Luftstrom nicht direkt an den Haaren ist, es wiederum ein sehr sanftes Diffusen ist. Das heißt, es gibt ganz wenig Friss und eine ganz tolle Definition. Und ein dritter Vorteil ist, es gibt einfach sehr viel Volumen, dadurch, dass man ja das ganze Gewicht dieser nassen Haare ja auf dem Handtuch quasi hat und damit das Gewicht so ein bisschen wegnimmt, können die Haare gerade so am Ansatz hier wesentlich voluminöser trocknen. Und tatsächlich, wenn ihr jetzt hier mal so guckt, also ich habe auch jetzt die Haare jetzt fertig Hammock diffused und ich finde schon, man sieht, was das Volumen angeht, einen Unterschied. Ich bin jetzt gespannt, wie lange das Volumen hält bei mir, aber zumindest im Moment bin ich von dieser Methode völlig begeistert. Ein extra Tipp von mir. Ihr könnt euch den Stoff um den Kopf binden. Ich zeige es euch jetzt hier im Video. Dann habt ihr quasi das alles so ein bisschen um den Kopf rum und müsst nicht immer mit den Händen dahin halten. Dann braucht ihr euch eigentlich nur noch irgendwie gemütlich vor den Föhn hinsetzen, legen, wie auch immer, was auch immer gerade für euch bequem ist. Ja, und habt so ein bisschen mehr die Hände frei, um sich irgendwie die Zeit zu vertreiben. Also ich fand das angenehmer. Ich habe zum Teil das tatsächlich gebunden gehabt und habe aber dann zum Teil auch nochmal so bestimmte Partien, die nicht richtig getrocknet sind am Anfang, nochmal direkt mit den Händen hingehalten zum Diffusor. Den Cast, der entstanden ist, den habe ich natürlich entfernt. Da habe ich auch schon ein Video dazu gemacht. Das verlinke ich auch gleich noch hier. Ja, meine Haare sind jetzt größtenteils Hammock diffused und was soll ich sagen? Ich bin begeistert. Sie sind locker, sie sind leicht, ich habe viel Volumen, ich habe aber auch ziemlich viel Volumen am Ansatz und gleichzeitig aber ziemlich viel Definition. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du mir ein Abo dalässt und am besten auch gleich die Glocke aktivierst, dass du informiert wirst, wenn ein neues Video online kommt. Ich wünsche dir viel Spaß beim Ausprobieren der Methoden. Mach's gut. Tschüss.